Hey Haustars und Sternchen, was geht? Willkommen zurück zu einem weiteren Teil Tanky Online. Natürlich, wie sollte es anders sein, auf meinem wunderschönen großen Account, und heute spielen wir mit Tsunami und mit Hornet. Falls ihr euch fragt, was mit den Containern ist, ich werde dazu ein gesondertes Video machen. Und bis dieses Video hier online ist, sollte auch das Container-Video dann online sein. Also dann wisst ihr, was sich hier befindet. Ich verlinke euch das hier irgendwo im Video und ansonsten findet ihr das natürlich auch auf meinem Kanal. Aber warum spielen wir heute wieder mit Tsunami? Ihr könnt es sicherlich am Titel erkennen. Ich habe auch gefragt, ob ich mir die Variation Duplé-Feuer-Modus holen soll, die es halt hier in diesem Elite-Pass oder in den Elite-Herausforderungen gibt. Größtenteils habt ihr gesagt, ja. Also habe ich das gemacht. Natürlich habe ich sowieso schon mit dem Gedanken gespielt, aber ich dachte, ich frage euch einfach mal. Höflich. Ja? Höflich wie ich bin, mache ich das. Und damit wir alle auf einem gleichen Stand sind, erkläre ich euch erstmal, was die Variation genau macht. Und dann wissen wir Bescheid und dann können wir uns mal das Ganze im Detail angucken. Also bleibt dran. Zunächst einmal die Werte, um die es hier geht, das behandelt jeweils MK7 voll verbessert. Ne? So, für alle anderen Stufen darunter gelten halt entsprechend andere Werte, aber ich beziehe mich jetzt, wenn ich halt von den Zahlen spreche, rein auf MK7 voll verbessert. Normalerweise macht Tsunami 700 normalen Schaden pro Schuss. Und ihr wisst ja, wenn wir den ersten Schuss treffen und den zweiten Schuss bei dem Gegner, dann machen wir auch noch einen Komboschaden von 400. Das heißt also, wenn wir den ersten und den zweiten treffen, dann machen wir insgesamt 1800 Schaden. Ja? 2 mal 700 für den normalen Schaden plus 400 für den Komboschaden. Bei der Variation Duplé-Feuer-Modus ist es jetzt aber so, wir machen 30% mehr Schaden pro Schuss, haben aber keinen Komboschaden mehr. Das heißt, aus den 700 werden 910 mal 2, weil wir ja 2 Schüsse gleichzeitig abfeuern. Das sind dann also insgesamt 1820, ohne dann eben den Komboschaden. So, jetzt rein auf Schadensbasis könnte man sagen, okay, gut, also ich schieße zweimal und habe 20 extra Schaden, sag ich mal. Ne? Also gut, okay. Ich spare mir einfach nur diesen indirekten Schuss, den ich ja auch kritisiert habe, weil ich das unschön finde und ohne diese Variation würde ich auch deutlich dann seltener mit Tsunami spielen, weil ich das einfach nicht mag. Ja? Du kannst den ersten treffen und den zweiten, das ist dann nicht mehr garantiert. Ja? Der Gegner kann dich anschießen, du kannst dich drehen, triffst ihn nicht mehr, der Gegner kann irgendwo verschwinden. Ja? Wir haben ja eine gewisse Zeitverzögerung. Ja? In dem Fall halt 1 Sekunde. Und in der 1 Sekunde kann halt schon viel passieren. Du kannst, wie gesagt, einen Schuss bekommen, der Gegner kann sich verstecken und so weiter und so fort. So. Das heißt also, der zweite Schuss, der ist natürlich nicht garantiert, dass wir den treffen. Das heißt also, es ist deutlich besser, immer mit einem Schuss 1820 Schaden zu machen, als zu hoffen, dass man beide Schüsse trifft. So. Wir haben aber auch eine erhöhte Nachladezeit von 15%. Bei MK27 voll verbessert, MK27, also ihr wisst, was ich meine, ja? Voll verbesserte Waffe, da haben wir 2 Sekunden Nachladezeit und mit der Variation haben wir 15% mehr Nachladezeit, das sind also 2,3 Sekunden. Ja? 300 Millisekunden brauchen wir länger, um nachzuladen. Okay, klingt erst einmal gut, ja, das als Nachteil dann zu haben, aber witzigerweise, man muss ja aber das Ganze so betrachten. Jetzt nehmen wir das Ganze nochmal raus, normale Waffe, die Standardwaffe, du schießt, der erste Schuss und dann musst du 1 Sekunde warten, bis der zweite Schuss automatisch nachgefeuert wird. Und dann hast du 2 Sekunden Nachladezeit. Das heißt also, bis du wieder ein bereites Magazin hast, hast du also insgesamt 3 Sekunden Wartezeit. Ne? Also von dem ersten Schuss bis wieder zu dem ersten Schuss im nächsten Magazin. Mit dieser Variation haben wir ja aber nur 2,3 Sekunden, weil wir ja beide schon gleichzeitig feuern. Das heißt also, insgesamt schießen wir dann deutlich schneller. Ja? Wenn du 4 Schüsse abgeben willst, ne, das heißt also Rohr 1, Rohr 2, nachladen, dann wieder 1 Schuss, zweiter Schuss, ja, 4 Schüsse insgesamt. Da kannst du dir halt natürlich ausrechnen, wie lange das braucht. Schießen, 1 Sekunde warten, 2 Sekunden nachladen, 1 Sekunde warten, schießen. So, ne? Das heißt also, insgesamt von Schuss 1 bis Schuss 4 vergehen damit, wenn du das perfekt machst, 4 Sekunden. Bei dieser Variation vergehen aber nur 2,3 Sekunden. Das ist also schon geil. Und wie gesagt, du hast halt nicht mehr diesen Nachteil, dass halt der zweite Schuss, dass du über den keine Kontrolle hast. Ja, weil, wie gesagt, der wird ja automatisch abgefeuert. Also, auf dem Papier klingt das gar nicht mal so schlecht.
Schauen wir also mal, wie sich das Ganze hier verhält. Und natürlich haben wir auch das Problem mit dem Matchmaking, das natürlich so ist, wie es sein sollte. Man muss erstmal eine geeignete Schlacht finden, aber hoffentlich wird das jetzt was. Und vom Schutz her sieht das ganz gut aus. Nur ein Gegner hat Schutz gegen mich, also das heißt, wir können die Waffe, denke ich mal, ganz in Ruhe testen hier mit dieser Variation. Ich bin gespannt. Ich finde, wie gesagt, diese Variation, die klingt schon sehr, sehr brutal auf dem Papier. Muss man mal einfach so ehrlich sein und das Ganze auch sagen. Ja, da führt kein Weg dran vorbei. Das macht die Waffe für mich aber deutlich spielbarer. Wie gesagt, ich habe gesagt, ne, ich finde das nicht schön, dieses ganze Indirekte, was man da hat. Das gefällt mir einfach nicht. Und jetzt halt diese Möglichkeit zu haben, einfach mit beiden Läufen direkt abzufeuern, das finde ich deutlich angenehmer, ne? Und mal abgesehen davon, dass halt dadurch der Schaden, den der Gegner bekommt, immens mehr wird, kann sich das einfach schon so sehen lassen. Natürlich, wenn die Gegner diese Variation haben, dann bin ich der Erste, der sich darüber aufregt, ja, dass man nichts mehr gegen die Gegner machen kann. Aber so ist es nun mal in diesem Spiel, ne? Was will man machen? Aber ihr könnt schon gleich den Schaden natürlich gut beobachten. Man muss dazu sagen, ich habe natürlich auch hier die Booster-Drohne mit aktiviert. Also das heißt, der Schaden ist allgemein nochmal ein Stückchen höher. Aber ihr könnt halt sehen, was der Gegner direkt an Schaden reinbekommt. Ja, das ist schon viel. Gut, okay, bei dem jetzt hier wahrscheinlich eher weniger. Ja, der hat nochmal gut Schutz. Nicht nur, dass er fast 50% Schutz gegen mich hat, sondern auch noch eine Verteidigerdrohne obendrauf. Der kriegt dann nicht mehr so viel ab. Aber stellt euch das Ganze einfach mal vor, er würde das halt, ich hätte nicht diese Variation, ja? Und würde halt vielleicht nicht den zweiten Schuss auch noch automatisch treffen. Dann würde das natürlich deutlich schlimmer aussehen. So kriegt er wenigstens doppelten Schaden und das ist auch gut so. Ja? Das ist auch gut so. Bei solchen Leuten musst du das halt einfach machen, damit die wenigstens einigermaßen irgendwas abbekommen. Aber ihr könnt sehen, das ist schon ganz cool. Der hat 2000 Schaden abbekommen und das mit nur einem Schuss. Und in 2,3 Sekunden wird das Ganze wieder nachgeladen und ich kann wieder feuern. Also, man muss halt einfach sagen, das ist schon wirklich geil. Ne? Natürlich auch schade, dass die Schüsse nicht durch die ganzen kaputten Panzer gehen, ja. Also da kann man jetzt einfach nicht so durchfeuern. Das wäre schon ein bisschen unfair, muss ich auch sagen. Aber gut, okay. Ich bin gespannt, ob wir gewinnen. Ich habe mir mal so einen Counter eingerichtet, damit ich auch einfach sehen kann, wie viele Schlachten ich gewonnen habe und verloren habe. Und meine Güte, ich kann euch sagen, das sieht echt schlecht aus bei mir. Also das sieht wirklich nicht gut aus. Ich werde euch mal in naher Zukunft mal dann das Endergebnis präsentieren, weil manchmal könnte man auch sagen, naja, vielleicht merkt man sich natürlich einfach nur die Niederlagen. Aber ich dachte mir so, Moment mal, also in den letzten Videos kann ich mich gefühlt nicht daran erinnern, irgendwann mal gewonnen zu haben. Und dann bin ich die mal durchgegangen und dann habe ich halt auch angefangen, wenn ich privat ein bisschen gespielt habe, das Ganze zu tracken. Und ich werde euch dann mal in der nächsten Zeit irgendwann mal ein Update dazu geben, wie es denn da aussieht mit meiner Auswertung. Und ich kann euch sagen, das sieht jetzt gar nicht gut aus. Ne? Also das könnte deutlich besser sein. So, schadenstechnisch also wirklich brutal. Ne? Was die Leute da abbekommen, das ist nicht mehr normal. Und man muss das mal einfach sich mal vorstellen. 2000 Schaden, jetzt natürlich klar mit der entsprechenden Drohne und so. Ne, das erhöht natürlich alles nochmal deutlich. Aber 2000, ne? 2000. Damit kriegst du schon viele beim ersten Schuss weg, wenn sie natürlich schon ein bisschen, sag ich mal, demoliert sind. Und spätestens dann beim zweiten hast du einen Großteil der Gegner weg. Ja, wie gesagt, wenn sie nicht auch gerade Schutz haben und so. Ne, aber ansonsten kriegst du halt ganz, ganz schnell die Gegner einfach weg. Das ist wirklich cool. Könnte natürlich eventuell sein, dass die Variation mit der Zeit nochmal ein bisschen schlechter gemacht wird. Wer weiß, wenn sich das zu sehr lohnt, sage ich mal. Ja, klar, kann das schon passieren. Aber mal gucken, ja, mal gucken. Ansonsten, solange die so bleibt, wie sie ist, ne, sollte man sie definitiv nutzen. Ja, wenn man es hat. Ja, wenn man es hat natürlich. Dann würde ich sagen, klar, setzt sie ein. Das ist wirklich sehr, sehr hilfreich. Ja, wenn man halt gerne mal auch mit Tsunami spielen will. Wenn man die Funktionsweise von Tsunami mag, ja, dieses Indirekte, wenn man das so als Herausforderung für einen sieht,
Ja, gut, okay, dann nimmt man natürlich nicht die Variation, aber ich sag mal, für mich normalen Spieler, der, der mit keiner Waffe so richtig umgehen kann, ist das natürlich deutlich angenehmer. Ja? So, zack, der hat keine Chance gegen mich. Ich habe auch einfach hier Hornet. Ich meine, ich war am Überlegen, ja, vielleicht könnte man auch sowas wie Viking nehmen und dann mit dem Overdrive von Viking einfach mal schauen, was da los ist. Ja? Aber ich dachte mir, okay, das ist vielleicht ein bisschen zu unfair. Ja, ja, den Viking Overdrive muss man natürlich auch ein bisschen länger aufladen, gar keine Frage. Der hat keine Chance gegen mich, ne? Der hat gar keine Chance gegen mich. Der arme Junge. Ja. Aber gut, das jedenfalls dazu. Fühlt sich also wirklich deutlich angenehmer an, mit der Waffe zu spielen. Vor allem, weil du halt nicht mehr immer im Hinterkopf haben musst, ja, den zweiten Schuss, den muss ich ja auch noch treffen. Ne? Also das macht das Ganze hier wirklich deutlich angenehmer vom Spielgefühl her. Also kann man nur empfehlen, das Ganze. Huch. Trotzdem muss man zielen, ja, das nimmt einem die Variation dann doch nicht ab. Zielen muss man noch selber. Aber ihr könnt sehen, das Ganze ist schon echt nicht schlecht. So. Gucken wir mal, ob wir hier nach vorne kommen. Wenigstens eine Flagge erobern, das würde ja schon reichen, nicht wahr? Ah, schade. Schade, schade, schade. Ist er mir... Och, sehr gut. Ist er mir da oben durch die Lappen gegangen. Naja. So. Ich bin mir sicher, die werden da sehr, sehr, sehr viele Minen hingelegt haben. Das wird also wahrscheinlich nicht so schön, da vorbeizukommen. Könnte man natürlich überlegen. Vielleicht Viking zu nehmen. Ja, könnte man im Zweifel machen. Ansonsten ist das halt das nächste Spiel, was ich nicht gewonnen habe. Ja, von denen gibt es einige. Also insofern... Huch. Das nimmt sich alles nicht viel. Tja, aber was machen wir denn da? Die werden da halt einfach alles schon vermint haben, ne? Aber an sich, es läuft gut und das ist schön. Also, ohne die Variation wäre ich deutlich schlechter unterwegs, ne? Das muss man halt einfach ehrlich so sagen, ja. So, das würde hier alles deutlich schwieriger ablaufen. So, ich bin froh, dass ich mir nicht selber Schaden mache. Das wär's noch. Tja. 2000, ne? 2000 Schaden. Ah, ist schon cool. Das ist schon wirklich cool. Ja, und wie gesagt, also die Nachladezeit, ich finde sie völlig okay. Ja? Also das wirkt nicht übertrieben lange. Und also ganz ehrlich, ne, da kann ich jetzt wirklich nicht meckern. Das ist eine faire Nachladezeit. Man könnte sogar noch überlegen, die Nachladezeit weiter zu erhöhen. Auf vielleicht 30%. Wer weiß. Aber nein, wir werden auch noch verlieren. Das ist noch besser. Die nächste Niederlage. Ich werde euch mal Bescheid geben, wie es aussieht mit meiner Auswertung. Aber wie gesagt, ich kann euch jetzt schon sagen, ne, es sieht echt nicht gut aus. Aber ja, ich hatte den Screenshot, den werde ich euch jetzt nicht zeigen. Wenn ich es nicht vergesse, packe ich euch das ins nächste Video rein. Aber da hatte ich so eine gute Runde. Jetzt nicht mit dieser Variation. Nein, da habe ich mit Tesla gespielt. Aber die lief so gut und wir haben trotzdem verloren. Ne? Aber ich werde euch mal den Screenshot... Ich dachte selber nicht, dass ich das so hinbekomme. Ja, aber ich zeige euch das mal vielleicht im nächsten Video, wenn ich es nicht vergesse. Und natürlich verloren. Ja. Und dieses Spiel werden wir definitiv auch verlieren. Da führt kein Weg dran vorbei. Wir kommen ja nicht mal zur gegnerischen Flagge. Das ist ja das Problem. Ja. Weil, was soll ich denn machen? Ich kann halt natürlich versuchen, halt auf die Gegner zu gehen. Aber dann? Ja, was dann? Da sind noch mehr Gegner. Ja, die halt hier schön warten. Oh.
Also dann, liebes Team, macht mal hier irgendwas. So. Puh. Ja. Also da müssen wir ein bisschen stärker nach vorne gehen. Ansonsten wird das nichts. Ich kann doch gleich meinen Overdrive aktivieren. Vielleicht hilft der ja den Kollegen hier. Gucken wir mal. So. Ja. Bei dem reicht das natürlich nicht aus. Und da sind halt einfach zu viele Leute. Da sind einfach zu viele Leute. Was willst du da machen? Da kommen immer mehr. Oh, schade. Da kommen immer mehr. Das war's. Leider die nächste Niederlage gefressen, aber was soll ich sagen? Ja, Matchmaking. Matchmaking. Punkt. Das ist das Einzige, was ich dazu sagen kann. Boah. Aber gut, egal. Mein Counter wird es freuen, ja. Ich werde euch da demnächst mal ein Update geben, wie das aussieht und das glaubt ihr mir selber nicht, ja. Ehrlich. Also, selbst das letzte, was ich gespielt habe, da dachte ich, oh cool, endlich, vielleicht können wir gewinnen. Nein, natürlich nicht. Natürlich nicht. Wir waren in Führung die meiste Zeit, haben dann aber natürlich doch den Sieg aus der Hand gegeben. So muss es auch sein, ja. So muss es sein. Aber 30 Kills habe ich jetzt hier schon gemacht. Ja, also wie gesagt, an mir wird es wahrscheinlich eher weniger liegen. Ich probiere es hier. Ich kann natürlich auch nicht alles im Alleingang machen. Das klingt jetzt so, als wäre ich der Profi. Ja, aber ich meine mal, ihr wisst, was ich meine, ja. Selbst wenn ich halt hier natürlich Gegner reihenweise ausschalten kann, es reicht halt trotzdem nicht aus, um am Ende auch noch hier oben beispielsweise dann, ja, dort an der Flagge auch noch irgendwas zu tun. Und wenn da noch Minen liegen, ja, was soll ich denn da machen? Also, insofern kann man schon mal GG schreiben, wir haben verloren. Und damit hat sich die Sache für mich erledigt. Boah. Also wirklich, es gibt halt echt Tage, und damit meine ich die Mehrzahl, ja, nicht nur einen Tag, sondern Tage. Es gibt Tage, da gewinnt man nicht einmal. Ja. Ich gebe euch das Update dazu. Aber im Großen und Ganzen muss ich sagen, also das Ganze macht die Waffe deutlich angenehmer, deutlich besser. Die ist, wie ich finde, im Vergleich zu anderen Variationen, vielleicht kommt es auch einem nur so vor, weil weniger Gegner eventuell Schutz haben. Das weiß ich nicht. Könnte man halt schauen, aber für mich kommt es halt so vor, als treffen muss man aber trotzdem, ja. Ja, wäre diese Variation plus diese Waffe deutlich besser als andere starke Variationen auf irgendwelchen Waffen. Wobei, wir haben genug Variationen, die einfach einen gefühlt in die Intensivstation boxen, ja, das kann man nicht anders erzählen. Naja. Gut, aber hey, was soll's? Das ist jetzt die nächste Niederlage gewesen. Ja, ich hab's mir auch verdient. Und ihr wart dabei. Ist das nicht schön? Herrlich, herrlich, herrlich. So, damit werde ich meinen Counter mal um 1 erhöhen. Ach, soll ich euch einfach sagen, wie der Zwischenstand gerade ist? Ja, komm, ich sag's euch. 12 Niederlagen, 2 Siege, 3 Unentschieden. Ist das nicht toll? Das muss man sich mal wirklich vorstellen. Von 17 Schlachten, okay? Und damit meine ich einfach auch, um das Ganze fair zu gestalten. Ich habe nur die Schlachten gewertet, die ich tatsächlich bis zum Ende gespielt habe. Ne? Ich habe nicht die Schlachten gewertet, wo ich rausgegangen bin, weil ich gesehen habe, okay, das wird nichts mehr. Ja? Ich habe keine Lust, jetzt hier noch irgendwie 7 Minuten zu verlieren oder sowas. Ne? Ich habe wirklich nur die Schlachten gewertet, die ich auch wirklich bis zum Ende durchgespielt habe. Und von 17 Schlachten habe ich 2 gewonnen. Das ist gut, oder? Das ist gut. Gut. Aber das soweit jetzt erst einmal diese Variation, die macht Tsunami richtig, richtig stark. Und mir gefällt's. Gucken wir mal, wie lange. Ja? Okay, aber das soll es für heute gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Macht es gut oder auch besser. Rinja hauen. Ist ja klar.